Hallo und herzlich willkommen zu unserem Advents-Special. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit haben wir einen Quick-Tip-Special mit mehreren Teilen. Dieses Jahr erwartet Sie das Thema Werkzeugverwaltung mit unserem Technology Manager. Zu jedem Advent veröffentlichen wir einen Teil der Serie und zeigen Ihnen im Detail, wie mit TeamGR gearbeitet werden kann und wo wir natürlich auch unsere Vorteile in der Automatisierung herausziehen können. Wie Sie zu einem effizienteren Werkzeugverwaltung gelangen? Seien Sie einfach die nächsten 4 Wochen mit dabei. Heute schauen wir uns ins Detail an, wie denn das Interface des TeamGRs aufgebaut ist, als auch das Anlegen eines Basiswerkzeuges. Fangen wir mit dem Interface an. Ich habe hier den TeamGR bereits geöffnet. Wir sehen hier auf der linken Seite aktuell bei mir selektiert Komplettwerkzeuge. Dann war eben Werkzeugarten, wie zum Beispiel Fräsen, Bohren, Drehen. Und sobald ich eine dieser Werkzeugarten anklicke, sieht man hier auch schon, dass die Vorschaubilder der entsprechenden Klassen oder Werkzeugarten eben hier einmal sich ändern. Gehe ich wieder zurück auf Fräsen, habe ich nun sämtlicher meiner Fräser aus der Datenbank einmal vor mir. Klicke ich eins der Werkzeuge hier an, sehe ich auch schon unten die 3D-Vorschau dieses jeweiligen Werkzeuges. Will ich mehr Informationen zu einem Werkzeug haben, mache ich einen Doppelklick drauf und es öffnet sich das Detailfenster für dieses Komplettwerkzeug. Hierin kann man hier unten sehen, welcher Werkzeughalter zum Beispiel verbaut ist oder auch welches Basiswerkzeug hierin verbaut wurde. Möchte ich nach einem weiteren Klassifizierungsstufe suchen, wie zum Beispiel, okay, jetzt bin ich im Fräsen drin, jetzt will ich, dass mir aber nur sämtliche Schaftfräser angezeigt werden, klicke ich nur auf die Schaftfräser drauf. Somit habe ich jetzt sämtliche meiner Schaftfräser drauf. Will ich nur die Kugelfräser sehen, klicke ich auf die Kugelfräser, dann schaut das Ganze so aus. Nur noch die Kugelfräser, die ich bei mir vorhanden habe. Möchte ich nach einem bestimmten Werkzeug suchen, wie zum Beispiel einem Schaftfräser, haben wir hier oben eine Suchleiste mit verbaut. Sagen wir mal, ich möchte nun sämtliche Durchmesser 20 Werkzeuge als Schaftfräser mir dargestellt haben. Dann gehe ich in die Suchleiste eben rein und sage hier oben Durchmesser. Ich tippe hier also durch einfach nur ein. Es kommt schon ein Vorschlag, was ich damit gemeint haben könnte. Ich sage, ich will einen Durchmesser suchen. Und zwar entweder ist er kleiner, größer oder in meinem Fall ist gleich Durchmesser 20. Sobald ich jetzt die Enter-Taste betätige, kriege ich nur noch 20er Schaftfräser hier dargestellt. Die Suche, die ich hier gerade eben händisch eingetragen habe, können wir als Favorit uns abspeichern. Diese favoritisierte Suche. Ich packe sie mir und ziehe sie eine Etage weiter runter, lasse sie entsprechend los. Und nun ist die Suche nach einem Durchmesser bei mir als Favorit abgespeichert. Ich kann sie jederzeit wieder deaktivieren. Ich klicke sämtliche Schaftfräser so wieder dargestellt. Oder ich kann sie jederzeit wieder aktivieren. Jetzt kriege ich wieder 20er Durchmesser aufgelistet. Möchte ich jetzt nicht mehr 20er Durchmesser haben, klicke ich einmal hier rein und sage ihm, ich will jetzt nur noch haben 32er Durchmesser. Ich bestätige die Enter-Taste und schon habe ich meine 32er Fräser hier aufgelistet. Ich kann hier auch noch eine weitere Suche mit dazu bringen, zum Beispiel Schneidenlänge. Sagen wir hier also, am besten richtig schreiben, Schneidenlänge soll bitte größer sein als 20 mm. Jetzt habe ich sämtliche Werkzeuge, wo die Schneidenlänge mehr ist als 20 mm. Ich kann jetzt hier nochmal den Durchmesser mit dazu aktivieren. Somit habe ich jetzt eine Kombination dieser zwei Suchen. Jetzt kriege ich nur noch 32er Fräse dargestellt, deren Schneidenlänge größer als 20 mm ist. Diese Suchen sind klassenabhängig. Bedeutet, diese favoritisierten Suchen sind jetzt nur für den Schaftfräser bei mir hinterlegt. Gehe ich zum Beispiel auf eine Kugelfräse, dann wird hier nur noch nach einem Durchmesser gesucht. Gehe ich zum Beispiel auf die Klasse von Bohrwerkzeugen, explizit gesagt Spiralbohrer, habe ich hier wiedermals eine Suche, die ist explizit nach einem Durchmesser 22 in meinem Fall, aktuell aber deaktiviert, und eine Suche, die da sagt Schneidenlänge größer als ein bestimmter Wert. Aktiviere ich diese zwei Suchen, sehe ich auch, dass ich keinen einzigen Bohrer habe mit diesen Vorgaben. Also ich habe keinen Bohrer bei mir aktuell vorhanden, der Durchmesser 22 und Schneidenlänge größer 20 mm hat. Deaktiviere ich den Durchmesser,
kriege ich sämtliche Bohrer aufgelistet, die eine Schneidlänge von mehr als 20 mm haben. Gut, das waren jetzt ein paar Worte zum Interface und der Bedienung an sich. Schauen wir hier weiter runter, denn unter diesen Komplettwerkzeugen befinden sich auch Basiswerkzeuge. Nun, was sind Basiswerkzeuge? Basiswerkzeuge sind die einzelnen Fräser selbst, die wir hier anlegen können. Ich habe jetzt hier gerade den Schaftfräser aktiv gesetzt und wie Sie sehen, hier oben habe ich auch wiedermals die Möglichkeit, favorisierte Suchen zu erstellen. Was ich jetzt heute mit Ihnen machen möchte, ist, wir erstellen nun gemeinsam ein neues Basiswerkzeug. Wie tun wir das? Wir gehen hier auf das rote Plus und sagen hier auch wiedermals neuen Datensatz erstellen. Das System weiß, ich befinde mich gerade in der Klasse Schaftfräser, sagt mir aber auch, es wäre noch möglich, dennoch hier ein Bohrwerkzeug zu erstellen. Ich sage nein, ich will hier den Schaftfräser auswählen, der ja schon von mir selektiert wurde. Gut, jetzt sind wir im Anlegen eines Basiswerkzeuges gelandet. Diese Vorschau hier auf der rechten Seite ist wiedermals dreidimensional. Ich kann sie mir herdrehen, herschieben, rein und rauszoomen, wie zuvor auch. Ich könnte aber auch hier auf eine zweidimensionale Voranschau wählen. Fangen wir aber an, das Werkzeug mit Parametern zu befüllen, wie zum Beispiel die Beschreibung. Ich möchte jetzt hier einen 20er Schaftfräser erstellen. Nennen wir ihn Advent D20. Auf der linken Seite, hier wo ich gerade eben die Beschreibung des Werkzeugs eingefügt habe, haben wir auch die Möglichkeit, einen Freigabestatus hier zu vergeben. Zum Beispiel, ist denn das Werkzeug, dieses Basiswerkzeug, ist es jetzt schon freigegeben? Ist es ein Testwerkzeug? Ist das Werkzeug gesperrt oder ist es mittlerweile auch schon wieder ausgemustert? Da wir jetzt hier ein komplett neues Werkzeug erstellen, sagen wir hier, das Ding ist freigegeben. Weiter unten haben wir jetzt auch die Möglichkeit, hier Parameter einzutragen, die eben das Werkzeug darstellen sollen. Zum Beispiel der Durchmesser. Tippe ich mal hier anstatt den 30 22 mm ein, sehen wir hier auf der rechten Seite, wie das Werkzeug hier gleich sich geändert hat. Die Schneidenlänge soll sein, meinetwegen 40 mm, zack, Schneidenlänge ändert sich. Viel cooler ist es natürlich aber, wenn man die Werte direkt anklickt und entsprechend ändert. Ich habe gerade eben hier den Schaftdurchmesser auf Durchmesser 20 gesetzt. Die Schneidenlänge soll sein 38 mm. Wir könnten das Ganze hier oben auch mit dem Schaft natürlich machen, indem ich jetzt hier den Schaft auf 20 mm setze. Die komplette Länge des ganzen Basiswerkzeuges hier, meinetwegen erst einmal hier 45 mm. Wir sehen, wie sich das Werkzeug sofort abändert. Ich möchte Ihnen jetzt aber hier eine kleine Besonderheit mithilfe vom TMGR zeigen. Und zwar geht es hier mir jetzt um das Thema Freischliff als auch Schaftgeometrie des Werkzeuges. Zunächst einmal werde ich den Standard-Schaft verschwinden lassen mit der Eintragung von 0 und die Schneidenlänge bzw. die komplette Länge des Werkzeuges setze ich hier auf 38, sodass ich nur noch den schneidenden Teil vor mir sehe. Denn mit Hilfe des TMGRs sind wir imstande, hier auch Werkzeug-Schaftstufen zu generieren. Wie schaut das Ganze aus? Ich habe hier mehrere Angaben zu machen, zum Beispiel einen unteren Durchmesser der ersten Schaftstufe, die soll sein 19 mm und 19 mm der obere Wert und die Schaftstufe soll sein 14 mm lang. Ich trage den Wert ein und da sehen Sie auch schon, wie hier ein Freischliff am Werkzeug generiert wird. Die nächste Stufe soll bitte auf den Durchmesser 20 gehen, das bedeutet von 19 unten rauf auf 20 und die Schaftstufe soll sein 1 mm, bedeutet, fügt mir hier eine schräge Schaftstufe hinzu. Und zuletzt habe ich hier noch ein letztes Schaftsegment, das da ist 20 mm unten im Durchmesser, 20 oben im oberen Durchmesser und insgesamt 51 mm lang. Somit haben wir jetzt hier einen Freischliff generiert, der laut NX-Standard nicht vorhanden sein kann. Gut, mir fällt gerade noch auf, es fehlt mir noch ein kleiner Eckenradius von 0,2 mm. Füge ich diesen hier links einmal in der Spalte mit ein, kommt er hier rechts im grafischen Bereich gleich schon mit raus. Jetzt könnte ich sagen, anstatt Eckenradius 0,2 jetzt doch 1 und jetzt sind wir wieder so weit, dass wir hier im interaktiven Bild unsere Änderung vornehmen können. Eine weitere Besonderheit des TMGRs ist, ich kann diesem Basiswerkzeug auch ein 3D-Modell hinzufügen. Gehe ich mal kurz nach NX rüber, dann sehen wir hier, dass sich schon ein 20er Schaftfräser mit genau unseren Parametern hier als 3D-Modell
abgelegt habe. Und jetzt möchte ich dieses 3D-Modell an mein parametrisiertes Werkzeug mit anhängen. Wie machen wir das? Wir gehen hier links auf den Grafikenbereich und sagen hier, ich möchte ein 3D-Modell importieren. Klicke ich hier drauf, springt mir das System nach NX und in diesem Dialog fragt er mich schon nach einem Non-Cutting Body, also einem nicht schneidenden Körper des Werkzeuges. Das soll der hintere Teil sein. Was er auch braucht, ist die Information, wie und wo er denn anmontiert wird, in den Werkzeughalter entsprechend hinein. Das hier ist der hinterste Punkt des Werkzeuges. Ich selektiere ihn, achte darauf, dass die X-Achse in die Spindel quasi reinschaut. Als nächstes möchte er von mir haben einen Cutting Body, also einen schneidenden Teil. Der schneidende Teil ist der vordere hier. Und genauso auch hier braucht er eine Tip Junction, sprich einen Spitzenpunkt dieses schneidenden Teiles. Aktuell ist das Koordinatensystem da hinten. Ich gehe jetzt hier in den Dialog hinein und sage ihm einfach nur, du pass auf, die Spitze dieses Werkzeuges bzw. des schneidenden Teiles befindet sich zwischen zwei Punkten, und zwar zwischen diesem Punkt und diesem Punkt hier. Ich bestätige einmal mit OK. Da sehen wir jetzt auch schon das Koordinatensystem, wie es hier zwischen diese zwei Punkte reingebracht wurde. Ich verdrehe erneut das Koordinatensystem, sodass die X-Achse reinschaut in die Spindel. Bestätige einmal mit OK. Bestätige nochmal mit OK. Und nun wird jetzt dieses 3D-Modell in den TeamGR mit eingebracht. Somit haben wir dann die Möglichkeit, unsere Parameter, die wir hier erstellt haben, händisch eingetragen haben, mit Hilfe einer Überlappung nochmal zu überprüfen. Ich habe auch hier die Möglichkeit zu sehen, was mir dargestellt werden soll. Sagen wir einfach nur parametrisch, sehen wir jetzt nur die Parametrik. Gehe ich auf 3D-Modell, sehe ich jetzt nur noch das 3D-Modell des Werkzeuges. Gehe ich hier auf parametrisches 3D-Modell, sehen wir erneut diese Überlappung vor uns. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich klicke einmal weiter. Ich klicke eine finale Vorschau des Werkzeuges hier dargestellt. Und sobald ich auf Fertigstellen klicke, sehen wir auch schon diesen Advent D20 in meiner Datenbank als Basiswerkzeug auftauchen. Jetzt haben wir einen Überblick über das Interface und die einzelnen Menüpunkte und das Anlegen natürlich von unserem neuen Basiswerkzeug mit den Schaftstufen gesehen. Ich freue mich auf Ihr Feedback zu unserem ersten Teil des Advent Specials. Daumen hoch und ein Kommentar. TeamGR bietet natürlich noch weitere Möglichkeiten. Die nächste Woche am zweiten Advent zeige ich Ihnen, wie Sie mit TeamGR einen Werkzeughalter erstellen und mit einem Basiswerkzeug zu einem Komplettwerkzeug vereinen. Also bleiben Sie dran. Ein Tipp von mir, abonnieren Sie den Kanal, dann erhalten Sie immer direkt eine Info, wenn es ein neues Video online gibt. Wir hören uns am zweiten Advent. Machen Sie es gut.